Weißt du, Tanja, ich habe schon jede Menge richtig gute Ideen, was den Umbau der Firma betrifft. Ich kann so gar nicht glauben, wir düsen nach Paris. Ich freue mich mit euch. Aber Emilio nicht. Ich habe keine Lust mehr, alles wegnehmen zu lassen. Wir handeln jetzt! Weißt du, auf einem Schloss zu leben ist ziemlich cool, aber was bringt das, wenn die Mitbewohner doof sind, ha? Ach, wirklich? Ich dachte, auf dem Schloss ist das so toll. Er ist dein bester Freund. Also pass gut drauf auf. Du bist mein Bruder, Emilio. Du bist ein Penner. Willst du mich jetzt schlagen? Nicht schlecht, meine Liebe. Offensichtlich haben wir der Zeit noch ein langweiliger Ehemann, der mit Temperament irgendwas anhaben können. Doch einfach die Klappe, ja? Träum weiter. Stimmt, du hast ja recht. Ich hatte ganz vergessen, dass ich Gäste erwarte. Gäste? Kannst dich überraschen. Tja, Baby, ich muss leider los. Es war mir wie immer ein Fest. Oh Gott. Was ist denn hier los? Sieht aus, als wären wir zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja, du hast doch von der kleinen, intimen Trauerfeier gesprochen. Ja, das dachte ich auch. Karl von Lahnstein, mein Beileid zu Ihrem Verlust. Ja, vielen Dank. Ich schau mal kurz nach Tristan, ja? Wir sehen uns später. Deine Freundin sieht auch nicht so aus, als hätte sie mit diesem Andrang gerechnet. Verdammt mal, spinnt der jetzt total? Es fehlt gerade noch, dass ihr vom Schloss ein Karussell aufbaut. Glaub mir, Rebecca, ich bin genauso schockiert wie du. Entschuldige. Weißt du, was hier los ist? Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie im Namen meiner Familie auf Schloss Königsbrunn begrüßen. Ihr zahlreiches Erscheinen zu unserer kleinen Trauerfeier berührt mich sehr. Dieser verlogene Drecksack. Dieses Schmierentheater tue ich mir nicht an. Ich gehe in die Firma. Mein Onkel, Ludwig von Lahnstein, war ein sehr leidenschaftlicher Mensch. Er wusste immer genau, was er wollte, und seine Ansichten waren nicht immer bequem für keinen von uns. Seine besondere Aufmerksamkeit galt immer unserem Unternehmen, Lahnstein Enterprises. Das hat er immer als Familiensache betrachtet und ihm oberste Priorität eingeräumt. Ludwig hat mich testamentarisch zu seinem Nachfolger bestimmt. Und trotz meiner Trauer bin ich mir der damit verbundenen Aufmerksamkeit durchaus bewusst. Ich bin mir sicher, dass Ludwig gewollt hätte, dass ich Sie alle hier darüber informiere, wie sich dieses Unternehmen in Zukunft aufstellen wird. Und genau das gedenke ich jetzt zu tun. Ich konnte mich nicht mal richtig von dir verabschieden. Tristan? Hi, Hey, gut, dass du da bist. so schnell wie möglich bei dir sein. Ich wäre auch schon viel früher gekommen, hätte ich gewusst, dass heute die Trauerfeier ist. Und ich hätte noch was Passenderes angezogen. War nur eine kleine Feier im engsten Familienkreis. Also unter klein verstehe ich was anderes. Ich wollte dich damit auch nicht belasten. Das darfst du aber. Ich meine, das gehört doch dazu, dass man in solchen Momenten füreinander da ist und sich aufeinander verlässt. Ja, vielleicht muss ich mich da erst wieder dran gewöhnen. Kein Problem. Wir üben das einfach gemeinsam. Hm? Ein Anruf oder eine SMS. Hey, mir geht's nicht so gut. Ich brauche dich. Sei für mich da. Hm? Wie war's denn? Weißt du, ich wollte hingehen. Ich
Ich wollte mich von ihm verabschieden, aber es ging einfach nicht. Gut, dass du da bist. Das hast du schon gesagt. Na und? Gut, dass du da bist. Sehr gut, dass du da bist. I'm an addict. Your sexy antics turn me on like automatic. No need to get dramatic, but I gotta have it. Ja, das habe ich mitbekommen. Das geht gar nicht. Alles klar, mach ich. Bis dann, ciao. Was ist das? Das ist von deinem Tiger. Er hat vor August an deinem ersten Tag als Designassistentin vergisst zu essen. Willst du vielleicht lieber was von denen? Ah, nee. Ich will ja niemandem was wegessen. Und außerdem, da ist ja nichts dran. Hey, Emio. Ja, habe ich bekommen. Vielen Dank. Ja, das ist so cool. Jetzt bin ich Designassistentin. Ich muss auflegen. Bis dann. Rebecca, wolltest du nicht zu dieser Trauerfeier? Ich würde es eher Trauerspiel nennen, was dein Vater gerade abzieht. Die neuen Schnitte müssen gradiert werden. Gradiert. Die Erstschnitte sind in der Regel in Größe 34 und sie müssen jetzt in die Konfektionsgrößen 36 bis 42 vergrößert werden, bevor sie in Produktion gehen. Mhm. Danke, Ansgar, für das Fachpersonal. Ich spreche gleich mal mit unserer Schnittdirektrice, dass sie dich einlernt, ja? Okay, danke. Ja. Wo ist die? Nach Feierabend. Ach so. Ja, okay. Und was soll ich jetzt dann so machen? Ich brauche eine Mappe mit einer Auswahl von Stoffen und Accessoires, die hier zu diesen Modellen passen. Bekommst du das hin? Ja, klar. Rebecca, ich weiß, ich habe diese Stelle nur bekommen, weil Ansgar der Boss ist, aber ja, nicht blöd finden. Rebecca, ich will das wirklich. Du wirst es nicht bereuen, mich eingestellt zu haben. Gut, dann beweis mir das. Gegessen wird in der Küche. Unrentable Sparten werden verkauft. Dazu gehört unter anderem auch die wirtschaftlich nicht sonderlich erfolgreiche Lahnstein Entertainment unter der Führung von Tristan von Lahnstein. Wir werden uns vielmehr in Zukunft auf die Bank und die im letzten Jahr überaus erfolgreiche, aufstrebende Modelinie LCL konzentrieren. Ich selbst werde es mir nicht nehmen lassen, nach dem Ausscheiden unserer Grande Dame Clarissa von Anstetten, mich selbst um die Belange dieser Firma zu kümmern. Ja, ich wusste es. Das halte ich nicht länger aus. Ich bin mir sicher, dass es mir gelingen wird, unsere Firma in eine sichere und prosperierende Zukunft zu führen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Es tut mir leid, mir wird das gerade ein bisschen viel. Das ist mutig. Wieso? Naja, also diesen Füllstoff für einen Wintermantel zu nehmen. Ich weiß nicht. Warum? Naja, guck hier. Der ist sehr steif. Fällt nicht gut. Das kommt auf den Schnitt drauf an. Man muss sich eben auskennen. Und genau deshalb habe ich den Job und nicht du. Okay. Aber danke für deine Hilfe. Kommst du wirklich zurecht? Natürlich komme ich zurecht. Also im Gegensatz zu dir arbeite ich hier schon 2 Jahre. Aber nicht in der Produktion.
Ich meine, bisher mal als persönliche Assistentin von Tanja von Lahnstein. Ich weiß nicht, ob dir das bei dem Job als Designassistentin wirklich hilft. Aber ich? Also, ich habe schon einiges gesehen, okay? Ach so, deine Mutter fragt nur, ob du heute Abend mit uns essen möchtest. Ich habe heute Abend eine Fortbildung, wenn du das vielleicht gehört hast. Stimmt. Im Gradieren. Hast recht. Ich könnte dir das auch beibringen. Nein, danke, Cousinchen. Das lasse ich mir lieber von einem Profi zeigen. Aber wenn du mir unbedingt helfen möchtest, ich hätte Lust auf einen Espresso. Ohne Zucker. Ja, bringst du mir auch einen mit? Danke. Eine kleine Trauerfeier, ne? Hast du eine Ahnung, was hier los ist? Ansgar zelebriert sich selbst. Auf der Trauerfeier für unseren Vater. Ach ja, und nebenbei hat er noch ein paar ganz nette Umstrukturierungen in der Firma verkündet. Was denn für Umstrukturierung? Du weißt es noch gar nicht? Ah, das soll er dir mal schön selbst sagen. Der Rest der Familie ist schon abgehauen und dasselbe mache ich jetzt auch. Tschüss. Können wir reden? Kann das warten? Hör zu, ich weiß, was du jetzt denkst, aber ich möchte mich nicht mit dir streiten. Sebastian, ich weiß, dass ich nicht die Frau bin, die du dir wünschst, aber... So eine verlogene Scheiße! Du weißt es. Ich? Alle wissen das. Während ich noch denke, die Familie nimmt sich Zeit, um im engsten Kreis zu trauern und Abschied zu nehmen. Was macht dieses Arschloch? Es lädt halb Düsseldorf ein und pisst in aller Öffentlichkeit auf das Grab meines Vaters! Ist genau das eingetroffen, was du immer gesagt hast. Aber ich Idiot, ich wollte natürlich nicht zuhören. Ja, was ist mit diesem Typen? Der Ansgars geschredderte Akten pflegt, hat er sich gemeldet? Noch nicht. Ja, dann ruf ihn an, es ist dringend. Mach ihm klar, dass das jetzt unsere letzte Chance ist. Ja, was? Sebastian, ich muss dir was sagen. Ich habe einen Fehler gemacht. Ja, komm, ist gut. Ist gut. Du hattest recht. Der Rest ist egal. Aber eins sage ich dir, ab heute sind seine Tage in dieser Firma gezählt. Jetzt machen wir ihn fertig. Every morning about 8:30, Mama wakes me, says don't be late. Get to the office trying to concentrate. My life is just a slow train crawling up a hill. So I stopped one day to figure it out. I'll quit my job without a shadow of a doubt to sing the blues that I know about. My life is just a slow train crawling up a hill. Minute after minute, second after second, hour after hour goes by. Working for a rich girl, staying just a poor girl. Never stop to wonder why. So here I am in London town, a better scene I'm gonna be around. The kind of music that won't bring me down. My life is just a slow train crawling up a hill. Ich glaube, es reicht. Komm, wir gehen, Helmke. Endlich. Sollen wir dich mitnehmen? Bella, willst du mit? Nein, ich bleib noch bei Tristan. Tristan, schön, dass ich dich treffe. Ich glaube, du hast meine kleine Ansprache verpasst. Muss ich jetzt ohne Abendessen ins Bett? Mal sehen. Wurdest du über die wesentlichen Änderungen informiert? Nein. Nur, dass du die Grenzen der Peinlichkeit mal wieder mit Anlauf überschritten hast.
Nett. Wo muss ich denn eigentlich anrufen, wenn ich deine Freundin buchen will? Hausmeisterservice oder Klempnernotdienst? Verzieh dich einfach, Hanske. Wir sind wohl alle etwas angespannt. Aber du wirst sehen, jeder Abschied birgt auch einen Anfang in sich. Sag mal, ist der immer so? Nein, schlimmer. Sag mal, sind denn hier alle vollkommen bekloppt? Also wenn es einen Ort gibt, wo du wirklich nicht in Ruhe trauern kannst, dann ist das hier. Kein Aber. Komm, deine Geschwister haben das richtig gemacht und wir verlassen diese Freakshow jetzt auch. Echt? So viel? Wenn ich so viel Geld kriegen würde, wäre ich sofort weg hier. Mist, die Arbeit ruht. Pass doch auf! Sorry. Trampel. Echt schlimm. Ja, weißt du, wie viel das gekostet hat? Naja, ich meinte jetzt gerade eher den Tod vom Graf Lahnstein und Hagen. Ja, das ist echt schlimm. Was machst denn du jetzt eigentlich? Mit dem ganzen Geld, meine ich. Also, wenn du die Bezahlung für meinen Job meinst, so doll ist es jetzt auch nicht. Siehst du, wie viel ich hier ackern muss? Stimmt, abartig. Aber davon rede ich eigentlich gar nicht. Sondern? Ja, von der Kohle, die du jeden Monat bekommst. Also, wenn man dem hier Glauben schenken darf, was man sich hier so erzählt. Welche Kohle? Naja, du bist doch im Grunde eine richtige von Lahnstein, oder? Ja, schon. Ja, und laut Testament bekommt jedes Kind jeden Monat 10.000 Euro. Aber Lahnstein war es, glaube ich. 10.000 Euro? 10.000 Euro jeden Monat. Woher weißt du das? Flurfunk. Aber die sind in dem Fall echt gut informiert. Ja, aber warum weiß ich davon nichts? Weil du vielleicht nicht immer zuhörst? Oh mein Gott. Ich bin noch reich. Und? Hast du auch keine Lust auf Ansgars private Trauerparty? Der hat ja wohl gar nichts ausgelassen. Aber ich sag dir, das ist erst der Anfang. Er hat öffentlich verkündet, dass er sein Engagement bei LCL intensivieren will. Ach nee, das heißt, er lungert hier öfter rum? Mit Sicherheit, und ich wette mit dir, der wird alles an sich reißen. Haben Sie nichts zu tun? Ich möchte wissen, was er von uns will. Wir sind erfolgreich. Warum lässt er nicht die Finger von uns? Weil er sich in seiner Bank langweilt? Der hängt ja lieber auf unseren Veranstaltungen rum und schleppt kleine Models ab. Der sitzt auf seiner Kohle und wir sind die einzige Sparte, die er noch terrorisieren kann. Wir müssen ihn stoppen. Das werden wir. Ups, Entschuldige. Von Lahnstein? Konnten Sie die geschredderten Unterlagen wiederherstellen? Gut. Ja, schicken Sie sie sofort. Das ist ein Untergang. Was für eine Familie, dass du diesem Ansgar nicht den Kopf abgerissen hast, ja? Wenn mir auf der Beerdigung meiner Mutter jemand so gekommen wäre, also... Tristan, ich kannte deinen Vater nicht, aber ich glaube wirklich nicht, dass ihm der Zirkus da unten gefallen hätte, oder? Dann weiß ich, was andere wollen. Ich bin froh, dass ich heute Nacht bei dir bleiben kann. Ich auch. Hast du alles? Ja, Was mit der Post? lass liegen, ich bin erstmal nicht erreichbar. Was ist mit dem Brief hier? Der ist von deinem Vater. Tristan, wie lange liegt der hier schon? Willst du ihn nicht lesen? Jetzt nicht. Martha, kommst du mal bitte? Ich habe hier die Taille noch um 3 cm nach oben versetzt. Bekommen wir das hin? Das ist kein Problem, Frau von Lahnstein. Du kannst Rebecca sagen und hör auf mit dem Gesieze.
Ich bin doch die mit deiner Cousine zusammen. Natürlich. Rebecca. Hey, Ansgar, ich bin's noch mal. Du, sorry, aber es ist echt wichtig. Ruf mich bitte zurück, okay? Rebecca! Warte mal, bist du schon fertig? Sieht nicht danach aus. Ja, ich bin auch dran. Ich habe eine wichtige Frage an dich. Sorry, Kim, aber es ist was Privates. Also, familiär. Okay? Also, was ich meine, ist dieses Geld. Welches Geld? Das Ludwig angeblich allen Lahnstein-Kindern monatlich vermacht. Du meinst die Apanage, 10.000 Euro? Mhm. Meinst du, ich krieg das auch? Also, ich bin ja ein Teil der Familie, weil ich ja Ansgars Tochter bin. Ja, ich gehe davon aus. Was ist das? Dann kannst du jetzt ja weitermachen. Von wegen Arbeit. Du kannst nicht mal. Was hast du vor? Was glaubst denn du? Shoppen, bis der Arzt kommt. Ich bin reich. Ist ja super, aber die Mappe, die muss heute noch fertig werden. Ganz ehrlich, diese Mappe ist mir im Moment völlig egal. Machst du doch. Du wolltest die Fälle sowieso viel lieber als ich. Ich kann ja auch ein gutes Wort für dich einlegen. Meinst du das ernst? Manche Leute müssen arbeiten, manche nicht. Hey, da bist du ja. War der Lieferant schon da? Nein, aber er muss jeden Moment kommen. Gut. Sehr gut. Ah, da sind ja unsere Turteltäubchen. Wir müssen reden. Meinst du nicht, du hast heute schon genug geredet? Hm. Ich war gut, nicht wahr? Du bist ein mieses Arschloch. Ehre, wem Ehre gebührt. Sebastian. Oh. Sieht ja ganz so aus, als hätte sich schon jemand an dir abreagiert. Darauf kannst du wetten. Bitte keine Details, ja? Ah, wer weiß, vielleicht wirst du überrascht. Es reicht, Ansgar. Jetzt verschwinde. Meeting. In 2 Stunden in meinem Büro. Bis dann werde ich euch Turteltäubchen nicht weiter stören. Liebe und grenzenloses Vertrauen. Muss das toll sein. Kann das schon allein. Ja, das habe ich mir schon gedacht, aber... Nee, ich wollte dir helfen, das macht man so. Okay, dann zieh's einfach noch mal an und du hilfst mir. Wir üben das einfach beim nächsten Mal. Okay. Willst du was trinken? Tristan, Was? ob du was trinken willst? Ja, hast du einen Espresso für mich? Klar. Alles okay? Ja, es ist alles gut. Kannst du mir einen Gefallen tun? Lass uns heute einfach nicht mehr über diese Trauerfeier und meinen Vater und... Du weißt schon alles. Uns noch reden. Und was ist mit diesem Brief? Ich möchte einfach nicht darüber sprechen, okay? Okay. Wie du willst. Danke. Kim, was machst du hier und warum hast du nichts an? Gefällt's dir?
Ich liebe es. Warum stehst du da und schaust so komisch? Also, Komm mal her. das glaube ich jetzt nicht. Sag mal bitte, dass das nicht die Wahrheit ist und dass es nur ein Hirngespinst in meinem Kopf ist. Du sprichst in Rätseln. Nein, tue ich nicht. Ich dachte, deine Shoppingaktionen wären Geschichte und kein Thema mehr. Quatsch. Das wird es immer sein. So oft damit, das macht mir Angst. Hast du vergessen, dass wir Unmengen Schulden haben, nur wegen deiner nächtlichen Shoppingaktion? Nein, natürlich nicht. Entspann dich. Hey. Unsere Schulden sind Schnee von gestern. Meine finanzielle Situation hat einen entscheidenden Schritt in die richtige Richtung gemacht. Ach ja, weil du jetzt Designassistentin bei LCL bist? Denkst du bist reich? Bist du nicht. Oder haben die Lahnsteins sofort an deinem ersten Tag dein Gehalt verdoppelt? Besser? Ach, du hast im Lotto gewonnen. Nein, geht ja gar nicht. Du musst ja erst mal Lotto spielen, um zu gewinnen. Ja, stimmt. Jetzt hör auf zu lachen, das ist nicht witzig. Was hat das zu bedeuten? Ich bin schon eine gute Partie. Emilio, ehrlich, ich hab's geschafft. Wir sind reich. Hast du mit deinem Mann gesprochen? Wir sprechen ständig miteinander. Ja, ich weiß, aber sagt ihr euch auch die Wahrheit? Weißt du, ich mache mir so ein bisschen Sorgen. Ehrlichkeit ist das Wichtigste in einer Beziehung. Das ist nett, dass du dir Sorgen machst. Aber Sebastian und ich, wir wissen, wie man Ehe führt. Sehr überzeugend. Ich unterbreche euer romantisches Geplänkel ja nur ungern, aber ich habe nicht ewig Zeit. Hervorragende Idee. Also, wie genau soll es aussehen, dein Engagement bei LCL? Oh, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Ich habe nicht vor, die nächste Kollektion zu entwerfen. Schade, ich wäre so gespannt auf deine Entwürfe gewesen. Mein Vorschlag wird dir sogar noch besser gefallen. Ich werde investieren. Und zwar massiv. Wir wissen doch alle, dass LCL auf dem Weg nach ganz oben ist. Dank Tanjas Firmenpolitik. Ja, vielleicht. Jedenfalls gedenke ich, noch mehr Kapital locker zu machen, um noch größeres Potenzial freizusetzen. Glaubt nicht, dass durch deine Kapitaleinlage dein Einfluss bei LCL größer wird. Das glaube ich nicht, nur das weiß ich. Und vor allem wird LCL in den Mittelpunkt meiner Aufmerksamkeit rücken. Verlass dich drauf. Mir gehören 50% dieser Firma. Besser, du vergisst es nicht. Entschuldige mich. Wir steuern auf eine goldene Ära zu. Oh ja. Das denke ich auch. Kim, verdammt nochmal, was soll das, hä? Jetzt entspann dich. Entspannen? Hast du bereits das Geld auf dem Konto? Nein, habe ich noch nicht. Eben. Und schon schmeißt du deinen Job hin? Gott, du bist ja noch schlimmer als meine Familie. Ja, ich kann auch schlimmer sein als deine Familie. Weil meine Familie wegen so einem Mist auf der Straße gelandet ist. Das werden wir nicht. Ach ja. Ich habe eine Apanage bekommen. Einen Apanage. Ich bekomme ab jetzt jeden Monat 10.000 Euro aus dem Erbe meines Großonkels. Und was hast du mit dem ganzen Geld vor? Mir schöne Dinge kaufen und sie für dich wieder an- und ausziehen? Kim, du hattest heute deinen ersten Arbeitstag. Was ist damit? Was ist mit deinem Job? Arbeiten liegt mir nicht so. Arbeiten liegt dir nicht so, na klar. Ich bin ein böses Mädchen. Tu es nicht. Was? Du wolltest mich fragen, was ich gerade denke. Nein. Hey, das ist die verbotene Frage, das weiß doch jeder. Auch wenn es mich natürlich interessiert. Ach Gott, ich wusste es. Ich habe keine Ahnung. Außerdem, wenn ich dir sagen wollte, was ich denke, dann würde ich es nicht denken, dann würde ich es dir sagen. Ich wollte dich ja auch eigentlich fragen. Warum ich den Brief nicht lese? Ich... Hör zu, mein Vater und ich, wir haben uns nur noch gestritten in den letzten Wochen. Ich meine, ich habe es noch nicht mal geschafft, auf seine Trauerfeier zu gehen. Ich will nicht, dass das, was in dem Brief drinsteht, alles noch schlimmer macht. Verstehst du das? Ich wollte dich nur fragen, ob du Hunger hast. Ich koche für dich. Nackt, singen, tanzend?
Dann habe ich leider kein Interesse. Na gut, vielleicht können wir da noch was ändern. Danke. Bisher habe ich noch nicht gekocht oder gesungen. Das meinte ich auch nicht. Ach komm schon. Das war nicht nur die erste Freude. Ich habe mir was ganz, ganz Besonderes für uns überlegt. Pass mal auf. Ja. Penthouse. Mit Rheinblick in Oberkassel. Willst du mir gerade erzählen, dass du eine Wohnung kaufen willst? Nein, mieten. Emilio, überleg doch mal, wir hätten endlich unsere Ruhe. Du könntest so viele Dinnerpartys machen, wie du willst, ohne dass meine Eltern uns nerven. Schau dir doch nur mal die Küche an. Ist die nicht der Oberhammer? Ist das ein 6-Flammen-Gasherd? Ja. Guck mal, wie viel Platz du da hast. Das ist nicht dein Ernst. Schatz, Geld ist nicht nur schlecht. Man kommt seinen Träumen einfach ein ganzes Stück näher. Und keine Angst. Ich werde das Geld nicht nur in Klamotten investieren. Wohl, es hat sich doch gelohnt, oder? Ansgar ruft an. Willst du? Nicht jetzt. Komm her. Entschuldige. Von Landstein? Hey, Tristan. Hier ist Leni. Leni, alles okay? Ja, alles bestens. Ich rufe an, weil ich wollte dich was fragen. Was gibt's denn? Sag mal, Lahnstein Entertainment und das No Limits. Hängt das geschäftlich eigentlich irgendwie zusammen? Und deswegen rufst du mich jetzt an? Nein, wieso? Wieso? Weil ich sonst wohl meinen Job los wäre. Warum das denn? Naja, Lahnstein Entertainment wird doch verkauft. Steht heute in der Zeitung. Nichts Verwertbares dabei? Doch, eine Zahlenkombination. Denkst du, was ich denke? Das ist ein Schweizer Nummernkonto. Und ich wette, der Besitzer dieses Kontos heißt Ansgar von Lahnstein. Oh, ein Licht am Horizont. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, ob das Geld der Caymans auf dieses Konto gegangen ist. Und ob der Betrag zufällig der Summe entspricht, die die Lahnsteinbank verloren hat, als Ansgar sich verspekuliert hat. Wir kriegen Ansgar, das schwöre ich dir, und dann schicken wir ihn in die Wüste. Ja, inzwischen gemerkt, dass es auch für euch von Vorteil ist, wenn ich meinen Einfluss geltend mache. Hast du gehört, dass jemand geklopft hat? Nein, ich habe auch kein Klopfen gehört. Aber ihr entschuldigt mich bitte. Tristan, was gibt's? Tschüss, Ansgar. Und wieso erfahre ich davon als Letzter? Von meiner Kellnerin? Ja, tolle Familie. Vielen Dank auch, Sebastian. Ja, stimmt. Ansgar verkauft Lahnstein Entertainment. Jetzt weiß ich auch, was er meinte mit jeder Abschied birgt ein Neuanfang. Darf er das? Ja, das darf er, weil Vater ihn zum Chef gemacht hat. Lahnstein Entertainment war das Einzige, was ich in den letzten Jahren gemacht hat, worauf er überhaupt noch stolz war. Sorry, dass ich dich vorhin weggedrückt habe. Ich war beschäftigt. Kim, freut mich, dass dir dein neuer Job so viel Spaß macht. Was gibt's denn so Dringendes? Das frage ich dich. Ach, komm schon. Du willst mir doch meinen Anteil am Glück nicht vorenthalten. An welchem Glück jetzt genau? An meinen 10.000 Euro, die ich ab jetzt jeden Monat überwiesen bekomme. Die du nicht jeden Monat überwiesen bekommst. Ah, das ist nicht witzig, okay? Siehst du mich lachen? Kim, du bekommst das Geld nicht, zumindest noch nicht. Was? Soll das heißen, dass ich mich jetzt verpflichten muss, einen Blaublüter zu heiraten oder was? Das mache ich eh nicht. Ich weiß. Also, dann her mit dem Geld. Kim, die Apanage wird ab dem vollendeten 21. Lebensjahr gezahlt. Daran können weder du noch ich irgendetwas ändern. Wie bitte?
Was soll das heißen, dass du mit dem Geld erst in ein paar Jahren rechnen kannst. Ja, aber hey, so wie du gerade in deinem neuen Job aufgehst, da hättest du ohnehin keine Zeit, das Geld auszugeben. Von wegen. Moment mal, Kim. Ich habe meinen ersten Monatslohn angelegt. Gut angelegt. Gut angelegt? Das gefällt mir. Lass mich... Doch nicht etwa in Klamotten, oder? Mann, als Designassistentin, da muss ich doch gut aussehen. Als mäßig verdienende Designassistentin solltest du diese Klamotten ganz schnell zurückbringen. Das geht nicht. Ich schick dir die Rechnung. Moment mal, ganz langsam. Seit wann nimmst du wieder Geld von mir? Mann, Emi und ich sind doch schon hochverschuldet. Aber jetzt husch zurück an die Arbeit, sonst wird's noch schwieriger. Danke. Aber das nächste Mal sag mir sowas gleich, dann kaufe ich auch nicht ein. Noch eine Frage? Tristan, du verlierst dich, mein Junge. Du rennst durch das Leben wie ein gehetztes Tier. Ja, anscheinend ist irgendwas hinter mir her. Ich will dir doch nur helfen. Ich bin mein ganzes Leben lang ohne dich klargekommen und das werde ich auch weiterhin tun. Also verschwinde, hau ab auf deine Bahamas. Von mir aus kannst du gleich da bleiben. Oh no, I see. Hey. Is tangled up with me, and I lost my head. Thought of all the stupid things I'd said. Kennst du das, wenn du mit jemandem reden willst? Und derjenige spricht einfach eine völlig andere Sprache als du. Genauso war das bei mir und meinem Vater. Börse, Kapitalmärkte, Poker, Trips nach Vegas. Alles, was mir Spaß gemacht hat, das hat er immer verabscheut. Egal was, wir haben sowieso nie eine Wellenlänge gefunden. Aber meine Erfolge mit Lahnstein Entertainment, die haben ihn beeindruckt. Das war ein hartes Stück Arbeit und ich glaube, das hat er irgendwie respektiert. Ich weiß sowieso ganz genau, was in den Dingen drin steht. Seine gesammelte Enttäuschung über mich. Dass ich ein Psycho war, ein Drogi, ein Spieler. Ich hab's noch nicht mal geschafft, zu seiner Trauerfeier zu gehen. Also Lahnstein Entertainment, das war eigentlich sowas wie ein Bindeglied zwischen uns. Das war meine einzige Möglichkeit, dass ich ihn überhaupt mal stolz mache. Das ist genau das, was ich immer gewollt habe, dass er einfach ein einziges Mal stolz auf mich ist. Lies den Brief. Lies ihn. Es ist die einzige Chance, dass ihr euch jemals versöhnen könnt. Tanja, meinetwegen musst du dir den Aufwand nicht machen. Obwohl, so ein bisschen Lippenstift am Kragen ist eigentlich auch ganz sexy. Dann tu dir doch keinen Zwang an. Kann es sein, dass du mich verfolgst? Ich dachte, du magst es, überrascht zu werden. Nicht von dir. Heute Morgen wirkte das noch ganz anders. Da warst du fast ein wenig dankbar. Ich weiß, du hältst dich für den Größten, Ansgar. Deswegen wird dir auch nicht gefallen, was ich dir jetzt sage. Der Sex mit dir war ungefähr so spannend wie ein Bridge-Nachmittag mit Elisabeth und ihren Freundinnen. Autsch, das tat weh. Gut, dann verschwinde und beschäftige dich mit dir selbst. Vorher würde ich dich ganz gerne in meine Pläne einweihen bezüglich LCL. Du warst heute Morgen so schnell weg. Ich war noch gar nicht fertig. Ja, ich habe gedacht, du hättest genug heiße Luft von dir gegeben. Um es kurz zu machen,
Ich führe eine zweite Designlinie ein. Du. Wer soll die denn stemmen? Du hast keine Ahnung von Mode, keine Ahnung von den Abläufen hier, keine Ahnung von irgendetwas, was LCL betrifft. Also halte ich einfach raus. Ich stelle natürlich auch einen zweiten Designer ein, Tanja. Bitte? Spinnst du? Nein, ich bin einfach der Chef und sag, wo es lang geht. Das tust du nicht. Ach, da bist du ja. Bist du fertig? Wow. Ich glaube, ich muss mich bei dir entschuldigen. Ich hätte nicht gedacht, dass du in so kurzer Zeit eine so hervorragende Arbeit ablieferst. Jetzt hätte ich das auch nicht hinbekommen. Ja, ich bin eben Profi. Super. Sag bitte, dass ich mich jetzt gerade verhört habe. Was willst du? Wegen dir habe ich mich ganz umsonst gefreut, reich zu sein. Was? In Düsseldorf heißt es wie bitte? Ich kann meinen vorzeitigen Ruhestand vergessen. Weil du beim Tratsch nicht richtig aufgepasst hast. Ich bekomme meine Apanage erst mit 21. Und das heißt? Ja, richtig, du Blitzmerker. Ich darf hier weiterhin als Designassistentin ackern. Und ich, du bist Näherin. Hm? Mein lieber Tristan, leider ist es uns beiden nicht mehr gelungen, uns vor meiner Abreise auszusprechen, was ich sehr bedauere. Ich weiß, an unserem Zerwürfnis trage ich zu großen Teilen Mitschuld. Ich habe viel zu oft nicht hingehört, wenn du mit mir geredet hast, habe nicht verstanden, dass du mich als Vater gebraucht hast und nicht als Patriarchen eines Familienunternehmens. Es tut mir furchtbar leid, dass ich deine Bedürfnisse nicht so wahrgenommen habe, wie du es verdient hättest. Und ich hoffe so sehr, du kannst mir eines Tages meine Ignoranz verzeihen.